Skywind, das klingt ein bisschen wie eine Mischung aus Skyrim und Morrowind. So ein Zufall, denn genau das ist es auch. Es handelt sich dabei um ein Modding-Projekt, bei dem man Muchwind oder Morrowind, also Morrowind heißt wirklich, Muchwind nenne ich es gerne, in die Grafik-Engine von Skyrim übersetzen möchte, weil Morrowind ist heute ein bisschen schwierig zu spielen, würde ich sagen. Dieses Video wird euch präsentiert von AMD. Weitere Infos zu unserem Gamescom-Partner gibt es in der Videobeschreibung. Erstmal möchte ich euch meine Gäste hier vorstellen. Das sind Ben Reichstein und Florian Frey. Und ich habe mir aufgeschrieben, ihr seid der SFX-Lead und Art Director des Modding-Projekts. Genau, herzlich willkommen. Erstmal, was macht man als SFX-Lead bzw. Art Director eines Modding-Projekts? Bitteschön. Ja, der Artstyle von Morrowind ist ziemlich ikonisch. Aber die meisten Modelle sind inzwischen so komplett outdated, dass sie im Prinzip ein vollständiges Redesign erfordern. Und dafür sind wir zuständig. Unser Ziel ist im Prinzip, der Originalvision von Morrowind weitgehend treu zu bleiben, aber gleichzeitig die grafischen Standards sozusagen auf modernes AAA oder zumindest AA-Niveau zu erhöhen. Und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sämtliche Teammitglieder diesen Standards eben Genüge tun. Und entsprechend gebe ich Feedback und manage sowohl das Concept Art als auch das 3D-Art-Team. Genau, und bei mir ist im Endeffekt das Gleiche, nur halt für die Soundeffekte. Gerade was Soundeffekte angeht, sind wir jetzt auch schon auf einem Stand, wo wir das ursprüngliche Skyrim überholt haben und wir machen noch mehrere intrikantere Soundeffekte und dadurch, dass wir natürlich kein festes Budget haben, sondern ein großes Community-Projekt ist, können wir uns da auch austoben und wir versuchen halt das Original von Morrowind nicht nur nachzumachen, sondern halt einfach die Essenz zu nehmen, aber das auf dem Current-Gen-Level zu machen. Ihr habt jetzt gerade eben schon zwei Sachen angesprochen, die ich gleich selbst noch ansprechen wollte. Und zwar ist es einmal, es ist ein weltweites Community-Projekt. Das heißt, ihr habt Teammitglieder über den kompletten Globus verteilt. Genau, von buchstäblich jedem Kontinent außer der Antarktis. Noch nicht. Noch nicht, wollte gerade sagen. Das war ein Ziel. Wie managt man sowas? Durch Chaos? Geordnetes Chaos sozusagen. Ja. Ursprünglich gab es ein Netzwerk von Foren, die sind inzwischen alle gestreamlined worden und im Prinzip wickeln wir den Großteil des Development-Prozesses über Discord ab. Und es gibt eine Reihe von Supervisern, deren Aufgabe es einfach ist, dafür zu sorgen, dass sämtliche Teammitglieder wie gesagt, unseren Qualitätsstandards gerecht werden. Genau. Und die Leute sind im Endeffekt alle Fans von Morrowind. Genau. Und bringen sich da auch gerne ein. Also genau. Es macht einfach auch Spaß, in so einem riesigen kreativen Team zusammenzuarbeiten, an einem Strang zu ziehen. Aber habt ihr euch auch schon mal getroffen? Ich habe einige Skywinder getroffen. Aber da wir so verstreut leben, ist es zum Teil gar nicht so einfach. Also ungefähr die Hälfte des Teams zum Beispiel lebt in den USA und insofern ist doch einfach die Umgangssprache im Allgemeinen Englisch. Genau. Ich habe ihn erst gestern kennengelernt. Deswegen. Zum Beispiel. Und wie viele Leute seid ihr dann insgesamt? Gute Frage. Ja, also weit über 300 auf jeden Fall. Genau. Und wenn man auch die Voice Actors dazu zählt, ist es mindestens ein 500 Mann starkes Team. Beeindruckend. Wie finanziert sich das? Gar nicht. Das ist alles aus unserer Liebe zu Morrowind und wir machen damit auch kein Geld und wollen auch kein Geld damit verdienen. Genau. Es hat jeder Spaß an der Arbeit und es ist für jeden natürlich auch so ein bisschen eine Möglichkeit, seine Skills zu verbessern und auch jetzt, wenn man zum Beispiel 3D-Art macht, von 3D-Artists, die das beruflich machen, auch Feedback zu kriegen und mit denen zusammenzuarbeiten. Deswegen ist es für uns alle so schon ein Gewinn und das hat gar keinen finanziellen Hintergrund. Aber selbst wenn man nicht davon ausgeht, dass irgendjemand da finanziellen Gewinn daraus schlägt, es gibt ja Dinge, die kosten einfach Geld, wie zum Beispiel Serverstrukturen, die man braucht, um das Ganze zu haben. Wer finanziert das? Habt ihr da einen Mäzen oder macht ihr das alles kleckerweise selbst? Machen wir alles selbst in der Tat, ja. Okay, aber kann man zum Beispiel auch spenden oder sowas?
Es gab vor 2 Jahren, glaube ich, einen Spendenaufruf, einfach um die Server am Laufen zu halten, aber im Allgemeinen, machen wir das mittlerweile selber. Wir wollen das eigentlich non-kommerziell halten und deswegen, also alle Spendenaufrufe, es gibt manche Seiten, die über Spendenaufrufe für Skywind werben, also es ist nichts Offizielles von uns. Wir möchten keine Spenden und wenn man da irgendwas sieht, ist es definitiv nicht von uns. Genau. Okay, gut. Dann sollte man da auf jeden Fall vorsichtig sein, weil da offensichtlich jemand anderes mit eurem Namen versucht, Geld zu machen. Wann habt ihr denn das ganze Projekt gestartet? Also Skywind in dieser Form existiert seit 2012. Aber auf unsere heutigen Standards, oder auf diese Standards haben wir uns eigentlich erst 2014 wirklich einigen können. Und seitdem entwickeln wir Stück für Stück diese wirklich gigantische Welt. Also Und ihr nutzt dazu die Engine von Skyrim. Genau. Und wir bauen die aber auch deutlich noch auf. Also wir haben auch sowohl Programmierer als auch Animateure und aus allen Regionen des Spiels wird das Spiel auch ein bisschen aufgebaut. Also es ist nicht eine einfache Mod, sondern es ist ja wirklich eine große Total-Conversion. Und auch das Team ist ein bisschen organisch. Also ich bin zum Beispiel jetzt erst seit 2,5 Jahren dabei. Es kommen neue dazu. Es gibt wieder Leute, die gerade keine Zeit haben und nicht daran arbeiten und vielleicht wieder kommen oder auch nicht. Es ist ein stetig organisches Team. Genau. Aber habt ihr euch zum Beispiel auch sehr geärgert, als The Elder Scrolls 6 angekündigt wurde, so, jetzt gibt es ja eine neue Engine? Ganz im Gegenteil. Also die Tatsache, dass wir alle bereit sind, so viel Zeit in dieses Modding-Projekt zu stecken, zeigt, dass wir wirklich Hardcore-Fans sind. Und entsprechend war der Jubel groß, als sie endlich Elder Scrolls 6 angekündigt haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dafür eine Morrowind-Mod entwickelt werden wird und irgendwann muss daran arbeiten. Ihr habt gerade eben schon angesprochen, dass ihr die Essenz von Morrowind übernehmen wollt, gleichzeitig aber auch ein bisschen was Neues erschaffen wollt. Es gibt ja mehr Modding-Projekte rund um die Elder Scrolls, unter anderem auch Enderal, Forgotten Stories. Die haben aber zum Beispiel für sich zur Aufgabe gemacht, die ganze Geschichte rund um Skyrim noch mehr auszubauen. Wie macht ihr das? Erweitert ihr die Geschichte von Morrowind oder übernehmt ihr die Stories und Quests so, wie sie sind? Also im Prinzip versuchen wir, uns so nah wie möglich am bereits gesetzten Original zu halten. Aber hier und da gibt es zum Beispiel Plotholes, die wir einfach zu überbrücken versuchen, beziehungsweise verwenden wir auch Developer Commentaries oder ursprüngliche Content Artworks, um der ursprünglichen Vision, die Bethesda hatten, so gerecht zu werden wie möglich. Und das Spiel noch zu erweitern. Genau, wir versuchen auch vor allem die Atmosphäre schon dicht zu halten. Also auch gerade bei Morrowind früher war ja auch viele technische Einschränkungen noch. Man hatte viele Gegenden, die einfach Wüste waren oder wo halt nichts passiert ist. Und wir haben da ganz viele Landscaping-Leute, die das wirklich füllen mit Leben, mit kleinen Details, mit irgendwelchen Höhlen, mit solchen Dingen, die jetzt nicht im Originalspiel an dieser Stelle waren, aber die das Ganze ein bisschen lebhafter machen. Wie ist eigentlich Modding und Modding-Projekte, diese Community-Projekte, wie ist das unter Entwicklern anerkannt? Also ich höre ja immer wieder, dass Entwickler sagen, sie unterstützen Modding total, aber meint man damit wirklich so riesengroße Projekte oder eher dieses, oh ja, du kannst halt Hüte in Skyrim reinmodden? Ich würde behaupten, dass ein großer Teil der derzeitigen Generation von Spieleentwicklern ursprünglich über Modding-Projekte da hineingekommen ist. Also ich zum Beispiel habe mit 12 angefangen, Morrowind zu modden und das hat mich auf den Pfad einer Entwicklerkarriere geschickt. Insofern, so viele sind einfach damit aufgewachsen und in Modding hineingewachsen, dass es heutzutage weitgehend anerkannt ist. Und unser Team zum Beispiel rekrutiert sich auch aus der diversen AAA-Studios. Wir haben Entwickler wirklich sämtlicher Skill-Levels, die entweder vorhaben, in die Industrie einzusteigen oder bereits lange etabliert sind. Ja, und ich denke, gerade wenn es eine gewisse Qualitätsstufe erreicht hat und eine gewisse Komplexität, dann ist die Anerkennung schon da, weil im Endeffekt ist es ein komplexes Projekt und
Okay, Da kommt das schon. super. Vielen, vielen Dank. Das war auf jeden Fall super interessant. Wenn man nach dem Skywind-Projekt suchen möchte, das ist, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, TESR, skywind.com. Genau. Und Korrekt. dort gibt es auch noch viel, viel mehr Fragen. Da sind unglaublich viele Fragen beantwortet unter der Frequently Asked Question Seite. Und dort könnt ihr auch sehen, wie und ob ihr selbst teilnehmen könnt, mitmachen könnt an diesem riesengroßen Community-Projekt.